Heute entführt euch Andreas in die spannende Welt der Indikatoren. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und euch jetzt viel Spaß dabei. Hallo bei Börse und Co. Mein Name ist Andreas und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge. Heute geht es um die Indikatoren. Wir werden heute keine speziellen Indikatoren im Detail durchgehen, sondern die allgemeinen Funktionen. Wie finde ich sie? Was zeigen sie mir an? Wie kann ich sie einstellen? Und welche Ähnlichkeiten verbirgen sich hinter den Indikatoren in den Einstellungen? Generell erstmal vorab, Indikatoren können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass mein Trade gut läuft. Ja, das heißt also, es kann eins von mehreren Faktoren sein, die zu einer positiven Entwicklung führen von einem Trade. Allerdings, es gibt keinen Indikator, der den heiligen Gral abbildet, sprich, nachdem ich über längere Zeit traden und lukrativ sein kann. Und deshalb dieser kleine Disclaimer schon mal vorab, nutzt es als zusätzliche Informationsquelle, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ob der Trade passt oder nicht. Wie finden wir Indikatoren? Wir gehen erstmal hin. Ich schmeiße die hier mal raus, die ich da habe. Ja, da seht ihr einfach mal auf den Mülleimer drauf, dann sind sie weg. Wir haben hier oben das Indikatorenfeld. Das öffnen wir einfach mal. So, jetzt sehen wir haben als allererstes die Favoriten. Ja, wenn ich irgendwelche markiere, dann kann ich die hier einfach anwählen. Wo kann ich die markieren? Naja, da gehen wir bei den technischen Daten rein und dann haben wir hier die Indikatoren. Diese hier, genauso wie die Strategien, Profile, Chartmuster, das sind jene, die von TradingView implementiert worden sind, also fester Bestandteil der Software sind. Und hier unten bei Community, da haben wir Indikatoren, die irgendwelche User, irgendwelche Nutzer mittels des Pine-Scripts erstellt haben, die man ebenfalls nutzen kann. Das heißt also, ich kann hier durch die Liste durchscrollen, kann die mal ausprobieren. Ähm, Ich kann hier lesen, ja, wenn es Hintergrundinformationen gibt, da kann ich gleich sagen, bei manchen Community-Indikatoren ist es sehr ausführlich, bei manchen eher etwas nüchtern, aber so sehe ich schon mal vorab, um was dreht sich's. Genauso bei den klassischen, also die, wo von TradingView integriert sind, fest, da sehe ich da hinten dieses kleine Fragezeichen, ja, und da kann ich hingehen, dann klicke ich einmal drauf und dann bekomme ich eine Erläuterung über diesen Indikator, stellenweise auch, wie er auszufüllen ist und wie er sich berechnet. Ich kann also hier durchscrollen und das machen wir, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Wir holen uns mal Volumenindikator. Ja, da seht ihr hier, da habe ich das Sternchen vergeben. Wenn ich das Sternchen vergebe, dann wird er meinen Favoriten hier oben zugefügt. Das heißt, ich finde ihn dann zukünftig schneller. Ich klicke einmal mit dem linken Mausklick drauf und dann ist er hier oben auch schon integriert. Den zweiten, den suchen wir hier oben über die Suchmatrix und zwar wollen wir da einen Moving Average, ja, oder wir können auch das deutsche Wort nehmen, einen gleitenden, da sehen wir schon, ne? Gleitender Durchschnitt exponentiell, gleitender Durchschnitt gewichtet. So, da nehmen wir jetzt einfach mal den einfachen, ja, das ist der MA, der Moving Average, der einfache gleitende Durchschnitt. Dann gibt es den exponentiellen, da werden die letzten Kerzen etwas stärker gewichtet. Und dann gibt es noch den gewichteten, den WMA. Wir nehmen jetzt mal den einfachen, linker Mausklick und dann ist er hier drin. So, jetzt sehen wir erstmal, ja, die sind hier oben, die haben kleine Kürzel, Vol für Volumen, SMA ist für den Simple Moving Average, den einfach gleitender Durchschnitt. Wir haben hier den Vorteil, dass wenn wir auf die deutsche Sprache umgestellt haben, dass quasi die englische Bezeichnung oben jetzt, wenn wir mit der Maus drüber gehen, auch in Deutsch angezeigt wird. Wir sehen hier den Moving Average. Wir sehen hier unten die Volumenanzeige. Wenn ich das ausblenden möchte, gehe ich hier oben auf das Auge, wähle es an und dann verschwinden die Indikatoren. Zum Anzeigen einfach erneut wieder anklicken. So, dann haben wir die Einstellungen.
Wir wählen hier einmal an. Bei vielen Indikatoren, ja, es gibt hier oben mehrere Reiter, aber ich sage mal, diese drei, die findet man eigentlich immer. Da haben wir einmal die Eingaben, also auf was, wie soll die Berechnungsgrundlage des Indikators sein? Dann der Stil, wie soll es quasi grafisch angezeigt werden, meistens in der Farbe, Linien etc. Und die Sichtbarkeit, ja, wo soll es überall dargestellt werden? In diesem Bereich ändere ich zum Beispiel eigentlich nie etwas. Wir fangen vorne an. Der, jetzt muss ich aufpassen. Ich bin im Volumen drin. So, ähm, bei dem Volumen kann ich hingehen. Ich kann mir einen Moving Average anzeigen lassen. Und zwar in dem Fall jetzt mit einem 20er Schnitt, den ich im Stil aktiviere. Ja, so, jetzt habe ich hier den Haken angewählt. Jetzt kam hier unten die blaue Linie dazu. Damit die deutlicher zu sehen ist, mache ich die mal gelb. Und ich könnte auch die Linie abändern. So, wir lassen jetzt mal die so. Ich sehe, ich kann hier beim Volumen, kann ich ebenfalls auswählen, wie soll es mir denn angezeigt werden? In Säulen, als eine Linie. Ich denke, die Säulendarstellung standardmäßig ist auch die angenehmste. Und wir sehen jetzt, wenn ich hingehe und zum Beispiel den MA abändere, 20 auf 50, dann müsste diese Linie wesentlich flacher werden. Jawohl. Warum? Jetzt wurden nicht die letzten 20 Balken zusammengerechnet und durch 20 geteilt, sondern die letzten 50, was natürlich, sagen wir mal, einen flacheren Durchschnittswert ergibt. Wir gehen wieder auf die 20 zurück. Wir haben Eingaben in der Statuszeile. So, und da seht ihr schon, schaut mir hier oben links hin, wenn ich dieses aktiviere, dann kommt hier oben Vol 20. Mache ich es weg, dann sieht man nur noch Vol. Die Vol 20, das heißt, die 20 steht für die Größe des Moving Averages. Ja, die konnte ich hier eingeben. Dann kriege ich das oben als Information mit dazu. Hör zu, du hast bei deinem Volumen eine Eingabe, die sich auf 20 bezieht. Das gleiche sehen wir zum Beispiel auch bei dem Moving Average. Ja, da sehen wir 9. Okay, der berechnet sich also durch die 9 letzten Kerzen. Wir sehen aber auch diverse Zahlen dahinter. Wo kommen diese her? Ich öffne die Einstellungen, ich gehe rein bei Stil. Dann sehen wir hier unten zum einen mal Präzision, findet man auch sehr oft. Das heißt einfach nur, wie genau wird es berechnet? Wie viele Dezimalstellen hinter dem Komma? Ja, keine, 1, 8. Je höher ich hier gehe, desto genauer werden die Berechnungen, wobei ich sage, was brauche ich mit 8 Stellen hinterm Komma? Also mir bringt es nichts, deshalb lasse ich das auf Standard. Man muss auch dazu erwähnen, komplexere Indikatoren, die wesentlich mehr Informationen verarbeiten, wie jetzt zum Beispiel Profile, ja, brauchen dann, wenn ich da oben das Timeframe ändere oder das Symbol ändere, also wenn ich einfach den Chart abändere, brauchen sie wesentlich länger zur Berechnung. Deshalb lasse ich das auf Standard, weil da, sagen wir, das noch ziemlich schnell geht und vor allem, weil die Genauigkeit also für mich definitiv ausreicht. Aber vielleicht habt ihr da andere Vorgehen und benötigt da eine höhere Präzision. Wir sehen jetzt hier unten Labels auf der Preisskala. Die Preisskala ist das hier rechts. Ja, und dann sehen wir hier die aktuellen Werte. Und zwar zum einen mal das Grüne vom Volumen, ja, also am letzten Handelstag, wir sind ja im Daily Chart, am letzten Handelstag wurden 36 Millionen an Volumen gehandelt und der Moving Average war bei 30. Ja, also wenn die letzten 20, wenn man die zusammennimmt, teilt sie durch 20, dann sind es 30,45 Millionen, was an Volumen gehandelt wurde. Nehme ich jetzt hier diesen Haken raus, verschwinden natürlich auch hier unten rechts diese Informationen. Ich habe die immer aktiviert. Und dann haben wir noch zusätzlich die Werte in der Statuszeile. Das sind die Werte hier oben links, die sich immer wieder ändern. Ja, wenn ich dir den Haken rausmachen würde,
Können wir jetzt nicht sehen, weil wir den Reiter aktiv haben. Ich mache mal kurz zu. So, ich habe rausgenommen. Wir sehen also jetzt beim Volumen keine Zahlen mehr, die sich ändern. Ich gehe wieder rein, aktiviere, sage OK. Und jetzt sehen wir, jetzt sind da wieder diese Zahlen. Das heißt, ich sehe jetzt die historischen Daten des Volumens und des Moving Averages. Bei dem Moving Average ist es ebenso. Und was auch ebenso immer wieder gleich ist, dass ich euch in jeder Folge nerve. Wenn euch unser Kanal gefällt, seid so nett, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare rein, auch wenn ihr natürlich irgendwelche Wünsche habt für ein spezielles Video oder dergleichen. Ja. Abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns, wenn unser Kanal wächst, wenn wir euren Zuspruch erhalten, und das könnt ihr uns eben in erster Linie durch diese Maßnahmen ergreifen. Also Daumen hoch, Kanal abonnieren, und wenn euch was wichtig ist oder auch der Zuspruch, gerne einen Kommentar hinterlassen. Dankeschön schon mal vorab. Wir können des Weiteren natürlich hier, wie gesagt, vorhin schon gezeigt, können wir die Indikatoren hier entfernen. Wir können aber auch, wenn wir auf die 3 Punkte, ja, da sehen wir schon mehr, klicken wir drauf. Was haben wir? Wir können also einen Alarm hinzufügen für diesen Indikator, wenn der irgendwie einen gewissen Wert erreicht, und soll dann ein Alarm losgehen. Wir können den zu einer Strategie, also einem Pine-Script, zuordnen. Wir können auch hier diesen Indikator den Favoriten zufügen. So, weil der aber bei mir schon in den Favoriten drin ist, steht jetzt, ich kann ihn aus der Favoritenliste entfernen. Ja. Wir haben hier die visuelle Reihenfolge, das bezieht sich auf die Layer-Struktur. Da kommen wir später dazu, wenn wir in den Bereichen Layout sind. Die Sichtbarkeit der Intervalle, wir wollen es eigentlich jederzeit sehen, wir wählen hier nichts Separates aus. Wir können ihn nach oben, unten, wenn man etwas erfahrener ist. Es gibt nicht wenige, die dann mehrere Indikatoren und so weiter haben. Ja, da kann man die von unten nach oben hoch switchen etc. Auch da werden wir später drauf zukommen, wenn es eben in den Layout-Bereich geht. Ich kann ihn irgendwo anheften, ich kann ihn kopieren. Jetzt habe ich ihn gerade kopiert mit der rechten Mausklick-Taste und kann ihn jetzt wieder einfügen. Ja, dann seht ihr, jetzt habe ich ihn zweimal. Brauche ich natürlich nicht, lösche ich raus. Aber vielleicht wollte ich ihn in einem anderen Feld einfügen. Ja? Also dann mal hier den rechten Mausklick einfügen. Das Ganze geht aber auch durch eine Tastenkombination. Da wähle ich einfach jetzt zum Beispiel den MA an. Ich sage Steuerungstaste plus C wie Copy und Steuerung V fügt den ein. Ja, und dann kann ich das Steuerung V, so oft wie ich ihn brauche. Ich sage gleich wieder direkt raus. Öffne hier wieder das Untermenü. Ja, ihr seht, ich kann ihn hier auch entfernen oder ich kann auch hier über den Reiter die Einstellung reingehen. Was man immer wieder braucht, gerade wenn es um neuere, komplexere Indikatoren geht, ja, ist dann die Erklärung. So, und wie vorhin gesagt, ne, bei der Auswahl kann ich auf das Fragezeichen gehen, oder wenn ich den Indikator ja drin habe, gehe ich hier auf über dieses Skript. Und dann bekomme ich hier die Erklärung, die ich mir durchlesen kann. Ja, oder ihr könnt es euch auch einfach machen. Ihr könnt sagen, Mann, da habe ich einen Indikator gefunden. Ich habe keine Ahnung, was der macht oder wie der funktioniert. Und könnt einfach einen Kommentar hinterlassen und könnt sagen, Andi, wie sieht's aus? Wärst du so nett? Würdest du da mal ein Video drehen? Ich werde nach und nach, werde ich definitiv auch die einzelnen Indikatoren erklären in ihrer Funktionalität, zumindest sage ich mal die wichtigsten, die gängigsten und so weiter, die doch auf der breiten Masse eingesetzt werden, weil sie eben auch eine dementsprechende Aussagekraft haben. So, das war der erste Überblick für die Indikatoren. Wie immer, alles, was wir sagen, was wir kundtun, ist auf unserem eigenen Mist gewachsen. Es ist unsere subjektive Meinung, es sind unsere Erfahrungen, und sie dienen keiner Anlageberatung oder einem Aufruf zum Handeln. Alles, was ihr tut, seid ihr selbst dafür verantwortlich. Ähm, und da ihr selbst verantwortlich seid, hoffe ich, eine eurer Verantwortlichkeiten ist, bei der nächsten Folge wieder dabei zu sein. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, gute Trades, aber natürlich auch viel Spaß jetzt, wo das Wetter immer wieder schöner ist. Ja, genießt die Zeit, entspannt, relaxed. Und ich sage bis bald. Danke.